Hey, heute wollen wir uns mal einen Duft anschauen von einer Marke, die ihr gerade absolut feiert, und ich kann es so gut verstehen, warum, weil sie ist einfach so schön. Und zwar geht es um die Marke Ojar. Ojar ist eine wunderschöne Marke, die eben Düfte aus dem Oman und eben aus dem Westen zusammenbringen möchte. Das heißt, die Düfte sind komponiert mit Inhaltsstoffen eben, die eher so der westlichen Kultur angehören, aber auch aus dem Oman. Das heißt, die haben immer so einen leicht orientalischen Touch mit drin, was ich total liebe. Ich mag so hardcore-orientalische Düfte normalerweise nicht so gern. Ich finde aber, dass die Marke Ojar es einfach geschafft hat, das so schön aufeinander abzustimmen, sodass ich sagen muss, ja, ich liebe diese Marke und die Düfte. Und heute wollen wir uns einen wunderschönen Duft gemeinsam anschauen, und zwar ist das der Halwa Kiss. Aus der Community habe ich gelernt, dass Halwa eine Süßspeise ist, die mit Sesam, Pistazie und eben Honig gemacht wird. Ja, kleiner Spoiler vorweg, genauso riecht auch der Duft. Schauen wir uns gleich genauer an. Zuerst schauen wir uns an, wie schön dieses Parfum verpackt ist. Wir haben hier die Originalverpackung in einem schönen Blau gehalten. Die Farbe des Duftes ist tatsächlich orange und hier steht das Prachtexemplar drinnen, unser wunderschöner Halwa Kiss. Ja, ich finde es richtig schön gemacht, tatsächlich sehr, sehr schön hochwertig. Ihr wisst ja, dass es bei uns bei Parfori diese Düfte immer in einer Monatsgröße gibt, in 8 ml. Das heißt, ihr habt keine Gefahr, dass der Duft euch vielleicht nicht gefällt, weil ihr könnt einfach mal einen Monat testen. Mega praktisch. Lasst uns mal gemeinsam diesen Halwa Kiss gemeinsam anschauen. Der startet schon so schön süß mit einer schönen Honignote. Und Honig spielt eine ganz besondere Rolle, denn die unterschiedlichen Duftkollektionen der Marke Ojar sind tatsächlich Hauptzutaten gewidmet. Das heißt, es gibt eine Kollektion, die ausschließlich Düfte hat, die Honig mit drin haben, und da ist eben auch der Halwa Kiss draus. Tatsächlich hat wohl die Imkerei im Oman eine lange Tradition, weswegen eben eine komplette Kollektion auch dieser wunderschönen Hauptzutat gewidmet sind. Und der Halwa Kiss startet eben schon richtig schön süß. Und als ich mir das erste Mal angeschaut habe, was in dem Duft alles drin ist, konnte ich mir einfach gar nicht vorstellen, wie er riecht. Und das ist auch nach wie vor einfach nicht so leicht, das zu beschreiben. Wir haben hier nämlich Honig, Safran und eben Nüsse mit drin. Und das ist schon wirklich eine sehr exotische Kombination, wie ich finde. Habe ich so davor in dem Duft tatsächlich noch nie gerochen. Er startet also im ersten Riechen schon schön mit Honig. Und wir bekommen aber ganz schnell eben diese Gewürze mit rein. Das ist so schön. Wir haben echt diesen sehr vollmundigen Honig, diese schöne Süße, kombiniert mit Gewürzen, mit Kardamom. Also, das ist wirklich einzigartig, wie ich finde. Wir haben hier komplett unterschiedliche Ebenen von Süße mit drin, ohne dass der Duft zu extrem wird. Wir haben also diesen Honig. Was dann schnell hinzukommt, ist eine wunderschöne reife Dattel, die eben auch diesen orientalischen Touch natürlich mit den anderen Zutaten oder Komponenten mit reingibt. Und wir haben aber auch eine schöne Rose. Das heißt, wir haben hier wirklich ganz, ganz tolle Komponenten, die unterschiedliche Arten von Süße mit reingeben, und im Duftverlauf kommt auch noch eine schöne Vanille mit rein. Und das finde ich total interessant. Und was ich da so besonders finde, ist, dass der Duft nie die Tendenz hat, zu süß zu sein. Also klar, machen wir uns nichts vor. Du musst auf jeden Fall auf süße Düfte stehen, damit der Halwa Kiss was für dich ist. Ich finde aber tatsächlich, dass eben durch diese unterschiedlichen Süßebenen der Duft einfach spannend bleibt im gesamten Duftverlauf. Wir bekommen im Duftverlauf schöne Röstaromen rein durch diese gerösteten Nüsse. Richtig schön, unterstreicht natürlich auch nochmal das Würzige. Ich würde sagen, der Halwa Kiss ist auf jeden Fall ein Duft, der wirklich eine tolle Silage hat und wirklich auch eine tolle Haltbarkeit. Also das haben die Düfte von Ojar auch, finde ich, gemeinsam, dass die Haltbarkeit wirklich schön ist. Ein Duft, der für mich tendenziell eher für Frauen geeignet ist, eben weil wir so unterschiedliche Süßvarianten da mit drin haben. Ein Duft, der für mich, ja, sehr positive Assoziationen hat. Also ich rieche an dem und ich fühle mich einfach irgendwie so erquickt. Der gibt so einen schönen positiven Schub, was mich wirklich total begeistert. Ein Duft, der eben, weil er so intensiv ist, ja, auch in den kälteren Jahreszeiten getragen werden kann. Ich würde keine Einschränkungen machen tatsächlich. Man muss sich natürlich überlegen, wenn es zu heiß ist, so einen extrem süßen Duft, ja, muss man vorsichtig sein.
Ist aber auch ein Duft, den ich überall hin tragen würde und keine Einschränkung sehe. Insofern ist das ein Duft, der auch für dich vielleicht ein Frühlings- oder Sommerbegleiter werden könnte. Oder der sich auch eignet, wenn dann der Herbst wiederkommt, als guter Stimmungsaufheller. Ich kann nur dir empfehlen, wenn der Duft dich schon neugierig gemacht hat, dann schau auf jeden Fall in dem Video vorbei, wo ich alle Aujar-Düfte beschreibe. Denn so viel vorweg, jeder der Düfte ist einzigartig und diese Fusion aus dem Westen und eben aus dem Oman ist einfach nur tipptopp. Danke, dass du dabei warst. Wenn du den Duft schon gerochen hast, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du ihn findest. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, dann mach das am besten gleich. Aktiviere die Glocke, um kein neues Video zu verpassen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute, ciao!